Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In unserer modernen Gesellschaft sind immer mehr Menschen mit negativen Gedankenspiralen konfrontiert, die nicht nur unser Wohlbefinden, sondern auch unsere Lebensqualität beeinträchtigen. Das Buch Du bist nicht, was du denkst von Georg Lolos stellt sich genau diesem oft übersehenen, aber wichtigen Thema und nimmt den Leser mit auf eine Reise zu einem freieren, bewussteren Geist. Ausgehend von den eigenen Erfahrungen des Autors sowie zahlreichen Fallbeispielen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigt das Buch auf anschauliche Weise, wie wir unsere Gedanken beobachten, verstehen und schrittweise verändern können. Lolos vermittelt praxisnahe Strategien, die leicht in den Alltag integriert werden können und dabei helfen, aus dem belastenden Gedankenkarussell auszusteigen. Dieses Buch richtet sich dabei nicht nur an Menschen mit offensichtlichen mentalen Problemen, sondern an alle, die ein erfüllteres, entspannteres Leben führen möchten. Durch seine klare Sprache, die vielen praktischen Übungen und den Fokus auf Achtsamkeit und Selbstreflexion bietet das Buch sowohl Einsteigerinnen als auch Fortgeschrittenen einen wertvollen Leitfaden zur Selbsthilfe und inneren Entwicklung. Damit setzt sich Lolos wohltuend von theoretischer Ratgeberliteratur ab und macht Lust darauf, den eigenen Geist neu zu entdecken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Ursachen und Mechanismen negativer Gedankenspiralen. Georg Lolos analysiert in seinem Buch ausführlich, wie und warum negative Gedankenspiralen entstehen. Dabei betont er, dass das menschliche Gehirn evolutionär darauf programmiert ist, vor allem auf Gefahren und negative Ereignisse zu achten. Diese ursprünglich sinnvolle Funktion ist im modernen Alltag jedoch oft hinderlich und führt dazu, dass wir uns immer wieder mit denselben beunruhigenden oder selbstkritischen Gedanken beschäftigen. Lolos erklärt, wie sich diese automatisierten Denkschleifen aufbauen, durch Glaubenssätze und Erziehung verstärkt werden und welche Rolle Stress sowie emotionale Auslöser dabei spielen. Anhand von Fallbeispielen und Studien wird deutlich, wie schnell aus einzelnen negativen Überzeugungen eine umfassende, selbstschädigende Gedankenspirale entstehen kann, die unser gesamtes Lebensgefühl einfärbt. Das Verständnis dieser Mechanismen ist laut Lolos der erste wichtige Schritt, um wirksam gegensteuern zu können. Zweitens: Die Macht der Selbstbeobachtung. Ein zentrales Element des Buches ist die Kunst der Selbstbeobachtung. Lolos führt ein, wie wir lernen können, uns mit ein wenig innerer Distanz beim Denken zuzusehen, ohne uns sofort mit jedem Gedanken zu identifizieren. Diese Fähigkeit ist grundlegend, um das automatische Abdriften in negative Gedankenmuster zu erkennen und zu stoppen. Durch gezielte Achtsamkeitsübungen, wie sie im Buch ausführlich beschrieben werden, gelingt es, zur Beobachterin der eigenen Gedanken zu werden. Lolos betont, dass diese Haltung trainierbar ist und mit der Zeit dazu führt, dass negative Gedanken nicht mehr sofort die gleiche emotionale Wucht entfalten. Der Prozess der Selbstbeobachtung schafft eine innere Freiheit, gibt Raum für neue Bewertungen und ermöglicht es, den eigenen Geist aktiv zu steuern, anstatt ihm ausgeliefert zu sein. Drittens: Achtsamkeit als Ausstieg aus dem Gedankenkarussell. Achtsamkeit nimmt in Lolos Ansatz einen herausragenden Stellenwert ein. Er beschreibt, wie regelmäßige Praxis dabei hilft, im Hier und Jetzt anzukommen, ohne sich ständig in Grübeleien zu verlieren. Im Buch stellt er verschiedene alltagsnahe Übungen vor, von kurzen Atemmeditationen bis zu kleinen Pausen während des Tages, die helfen, sich immer wieder zu zentrieren. Durch Achtsamkeit lernt man, Gedanken und Gefühle als das wahrzunehmen, was sie sind: vorübergehende Phänomene, nicht die absolute Realität. Lolos argumentiert, dass diese Haltung nicht nur Stress reduziert, sondern auch Kreativität und Lebensfreude fördert. Die zahlreichen praktischen Tipps in diesem Kapitel machen es dem Leser leicht, Achtsamkeit Schritt für Schritt in den Alltag zu integrieren und so dem Kreislauf der negativen Gedanken zu entkommen. Viertens: Neue Glaubenssätze und Selbstmitgefühl entwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf der Arbeit mit den eigenen Glaubenssätzen. Lolos zeigt, wie festgefahrene, häufig unbewusste Überzeugungen unsere Wahrnehmung und Stimmung beeinflussen. Er unterstützt den Leser dabei, diese alten Muster zu erkennen, zu hinterfragen
und durch hilfreiche, positive Glaubenssätze zu ersetzen. Besonders wichtig ist ihm die Entwicklung von Selbstmitgefühl, die Fähigkeit, liebevoll mit den eigenen Schwächen und Versäumnissen umzugehen. Statt sich selbst hart zu kritisieren, plädiert Lolos für einen gütigen, verständnisvollen Umgang mit sich selbst. Das fördert nicht nur das emotionale Wohlbefinden, sondern stärkt auch die innere Motivation, Veränderungen aktiv anzugehen und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Schließlich nachhaltige Veränderung und Integration im Alltag. Im letzten großen Themenblock konzentriert sich Lolos auf die dauerhafte Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse. Er warnt davor, schnelle Lösungen oder einfache Tricks zu erwarten, sondern betont den Wert langfristiger, stetiger Übung. Die Integration neuer Routinen, sei es Achtsamkeit, Selbstbeobachtung oder der bewusste Umgang mit Gedanken, ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Veränderung. Lolos gibt praktische Anleitungen, wie Rückschläge und Phasen des Zweifelns produktiv bewältigt werden können und wie es gelingt, Motivation zu bewahren. Er ermuntert den Leser, geduldig mit sich zu sein und Fortschritte wertzuschätzen. Die Vielzahl an Werkzeugen und Übungen machen deutlich, dass echte Veränderung ein Prozess ist, der Freude bereiten kann und zu mehr Freiheit und innerem Frieden führt. Zusammenfassend: Du bist nicht, was du denkst von Georg Lolos ist ein Buch für alle, die das ständige Gedankenkarussell und den Strom negativer Gedanken bremsen möchten. Es richtet sich sowohl an Einsteiger, die einen unkomplizierten Zugang zur Selbsthilfe suchen, als auch an erfahrene Leserinnen, die ihre Achtsamkeitspraxis vertiefen wollen. Besonders profitieren werden Menschen, die sich oft im Grübeln verlieren, unter Stress leiden oder das Gefühl haben, ihren Gedanken ausgeliefert zu sein. Das Buch bietet keine theoretischen Konstrukte, sondern praktische, gut verständliche Methoden und alltagsnahe Übungen. Gerade der Ansatz, sich nicht mit den eigenen Gedanken zu identifizieren, sondern ihnen mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl zu begegnen, macht dieses Werk besonders wertvoll. Es ermöglicht nicht nur kurzfristige Erleichterung, sondern legt den Grundstein für langfristige Veränderung und mehr Lebenszufriedenheit. Wer bereit ist, einen neuen, bewussteren Umgang mit seinem Geist zu erlernen, wird durch das Buch spürbare Verbesserungen in Lebensqualität, Gelassenheit und Selbstwert erfahren. Im Vergleich zu anderen Ratgebern überzeugt dieses Buch durch seine verständliche Sprache, die Kombination aus wissenschaftlichem Hintergrund und praktischer Umsetzung sowie den Fokus auf nachhaltige persönliche Entwicklung. Wer langfristig aus negativen Gedankenspiralen aussteigen will, findet hier einen verlässlichen Begleiter und eine Schatzkiste an Inspiration und Werkzeugen. Wenn Sie unterstützen möchten: Georg Lolos, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.